Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal vom Pomade Shop. Ich bin der Max und ich darf euch Zuwachs aus dem Hause Brosch vorstellen. Brosch kennt ihr jetzt bestimmt schon. Wir haben einige der Produkte schon gereviewt. Findet ihr alle bei uns im Kanal. Einfach mal umschauen. Würde uns freuen. Ich habe das Vergnügen, die Ehre, ich darf euch heute die für mich vor allem ganz neue Matte Alchemy Clay Fiber Pomade vorstellen. Clay Fiber Pomade, der aufmerksame Zuschauer wird jetzt merken, Moment, es gibt eine Fiber und es gibt eine Clay. Was ist das jetzt? Das hier soll quasi ein Hybrid aus den beiden Produkten sein. Ich sage bewusst soll im Konjunktiv, denn ich habe das Produkt noch nicht benutzt. Ich habe die Dose vorhin das erste Mal in der Hand gehabt und einfach nur mal dran geschnuppert. Ich kann euch noch nicht ganz genau sagen, wie sie sich verhält, nur was die Beschreibung hergibt. Und dementsprechend soll sie quasi das Verhalten von der Fiber haben, also den ganzen Tag über schön flexibel bleiben, super angenehm in den Haaren, aber dafür das Finish von der Clay Pomade, also ein deutlich matteres als die Fiber. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss das Ganze jetzt mal ausprobieren. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an. Dose, das ist das gewohnte Brosch-Design mit dem Eulen Barber Pole Mix. Fast ein bisschen Wolperdinger-like. Die Leute aus Bayern wissen, wovon ich rede. Genau, hat einen sehr schönen Pink, Rosa, Magenta. Bitte, ich will mich da nicht festlegen. Farbton gefällt mir super gut. Ist von der Rezeptur her eine UWB, also eine unorthodox wasserbasierte, mit Wasser und an zweiter Stelle dann schon Bienenwachs. Ist ähnlich wie die Fiber, finde ich jetzt. Sieht's aus wie einfach eine Cremepomade in die Richtung, hat in der Dose drin noch einen leichten Glanz. Da bin ich dann sehr gespannt drauf, wie es vom Finish aussieht. Der Duft. Schwierig. Ich rieche was leicht zitrisch-blumiges, vielleicht auch ganz leicht holzig. Auf jeden Fall relativ dezent. Ich meine auch ein bisschen was an eventuell an Tonerde rauszuriechen, was aber relativ ein rundes Ergebnis für mich gibt. Ich bin gespannt, wie es gleich beim Verreiben ist und dann in den Haaren. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer, leicht frischer Duft, der, glaube ich, relativ kompatibel mit so ziemlich allen Aftershaves oder Parfums sein dürfte und einfach ein leichterer Duft ist. Jo, genau, ich bin gespannt. Also Haare frisch gewaschen, ihr habt es gesehen, ich hatte Cap auf, habe sie extra mal platt runtergedrückt, die Haare ganz bewusst, damit man dann auch mal einen größeren Unterschied sieht, wenn ich das Produkt benutze. Entnahme, mal schauen. Ja, okay. Einfach, Kinderspiel. Geht super einfach raus, richtig schön cremig. Super geschmeidig. Beim Verreiben, okay, also ich habe ganz, ganz leichte weiße Rückstände. Ich merke jetzt schon eine extreme Klebrigkeit in den Händen. Ich glaube, da wird gut was zu holen sein. Einarbeiten, ja, merke ich auch gleich. Also das ist jetzt anders als die Fiber, die finde ich ja richtig geschmeidig in die Haare reingeht und dann auch die ganze Zeit so bleibt, habe ich hier gleich das Gefühl, da ist schon ordentlich Grip dahinter, da ist schon guter Halt, aber es ist smoother, nicht ganz so trocken wie bei der Clay. Ich sehe auch jetzt schon im Finish, ja okay, also zum ersten Halt, ihr seht es, die Haare stehen quasi kerzengerade nach oben, sind, ich sag mal, die Strähnen relativ definiert. Genau, ja, aber es ist smoother in der Verarbeitung als die Clay, würde ich sagen. Ist bisher ganz cool. Duft ist ein bisschen leicht intensiver geworden. Man riecht leicht ein bisschen was Blumigeres raus, aber sehr dezente Geschichte. Ich schaue jetzt mal, wie das Ganze ausschaut mit dem Kämmen. Ich nehme einen groben Kamm und gehe einfach mal durch. Ah ja, okay, cool. Ah ja, aber das ist dann jetzt doch super geschmeidig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass die schneller trockener wird. Bleibt aber. Also ja, wie gesagt, ich merke es jetzt schon gleich. Sie ist nicht mehr ganz so smooth wie zum Beispiel die Fiber. Die wird jetzt schon trockener, muss ja aber an sich auch, weil Tonerde mit drin ist. Die Produkte werden automatisch trockener. Aber das ist echt ganz cool. Ja, also ihr seht, ich kann jetzt auch immer noch vogelwild hin und her gehen. Da passiert nichts. Cool.
cool. Schick. So, jetzt ziehe ich es mir mal so in die Richtung, wie ich es ungefähr gern hätte. Also wie ihr seht, ob grober Kamm, feiner Kamm, Styling mit Kamm ist auch möglich. Bei einem feineren Kamm würde ich da dann aber eventuell den Kamm leicht anfeuchten, wenn ihr das Produkt in trockene Haare eingearbeitet habt. Denn sonst könnte es eventuell ziepen. Aber das ist bei fast allen Produkten so. Das empfehle ich ja grundsätzlich. Gut, ich meine, Fingerstyling ist eh ein Kinderspiel. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. So, das war jetzt grobes Styling. Ich bin an sich echt zufrieden. Finde ich ganz cool. Gefällt mir. Ich kann jetzt aber noch kein finales Urteil fällen, weil das Ganze viel zu frisch in den Haaren ist und ich das Finish noch nicht kenne. Deshalb machen wir jetzt mal kurz Cut und wir sehen uns dann in einer halben Stunde, in einer Stunde ungefähr wieder und dann zeige ich euch das finale Finish und dann gibt es mein Urteil dazu. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt noch mal ein paar Videos gedreht. Ich habe in der Zeit ganz bewusst meine Haare nicht angefasst, nichts gemacht, weil ich den Eindruck nicht verfälschen wollte. Also ich habe gerade noch mal jetzt in den Spiegel geschaut und mein momentanes Urteil würde ich sagen, wirklich matt ist es nicht, das Produkt. Wundert mich ein bisschen. Weiß nicht, ob das an der Menge liegt, die ich verwendet habe, wobei ich auch sagen muss, ich sehe einen Unterschied zwischen den etwas feiner bzw. lockerer gestylten Haaren, wo ich vorne nochmal mit den Fingern durch bin, im Vergleich zu hinten den gekämmten. Da sehe ich nämlich deutlich mehr Glanz. Was ich noch nicht getestet habe, ist, wie es jetzt mit der Nachstylbarkeit überhaupt ausschaut. Dann da wollte ich euch gleich teilhaben lassen und ich probiere es jetzt. Ich gehe durch und okay, cool. Naja gut, alles klar, das merke ich. Das ist schick. Das ist wirklich schick. Also, ihr habt jetzt vielleicht gesehen, ich gehe jetzt nur mit den Fingern durch und es geht wunderbar. Es geht richtig einfach easy. Da ist nichts knusprig geworden, nichts trocken, nichts sticky in irgendeinem. Cool. Also Nachstylen geht wunderbar, auch nach einer Zeit noch. Ich merke halt ganz klar, das liegt an dem Bienenwachs. Das merke ich jetzt auch an den Fingern. Das Ganze ist ein bisschen klebrig. Sehr cool. Man sieht dann jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen einen feineren Unterschied, was den Glanz angeht. Da ist natürlich ein bisschen was verloren gegangen. Ich gehe jetzt aber noch mal bewusst mit dem Kamm durch, um zu schauen. Ja, aber das ist, klar, es ist ein bisschen trocken, aber es ist ein mattes Produkt, da ist Clay drinnen. Die werden immer ein bisschen trockener. Das ist einfach so. Aber ich muss sagen, ja, vor allem kriege ich jetzt hier, also als hätte ich nicht schon genug Volumen in den Haaren, könnte ich mir jetzt auch noch richtig was reinpacken. Naja, cool. Alles klar. Gefällt mir jetzt, ist natürlich insgesamt die Struktur leicht aufgebrochen. Könnte man vielleicht mit feuchten Fingern da noch mal ein bisschen nachhelfen, ein bisschen nacharbeiten. Aber insgesamt, ja, ist super. Würde ich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, irgendeinen Vergleich zu finden, ob es was gibt. Und ich würde vielleicht am ehesten die beiden First-Hand-Pomaden da in Betracht ziehen, denn wir haben zum einen die All-Purpose, das wäre für mich quasi das Pendant zur Fiber. Wir haben eine UVB und dann gibt's ja von First-Hand auch noch die Clay, die quasi die All-Purpose, die UVB nur in matt ist. Und ungefähr so würde ich das Ganze jetzt auch einordnen, denn die Pomade verhält sich im Grunde fast genauso wie die Fiber. Ist aber matt, dementsprechend trockener. Der Name sagt ja auch schon Clay Fiber. Also ist fast das gleiche Produkt, halt nur in matter und ein wenig trockener. Jetzt mein Empfinden gerade an den Händen und in den Haaren ist auch, dass das Ganze ein bisschen wachsiger ist. Liegt halt auch daran, dass in der Clay Fiber noch Bienenwachs drinnen ist im Vergleich zur normalen Featherweight. Das ist da der große Hauptunterschied dann nochmal. Aber ich muss sagen, insgesamt ist das cool, macht Spaß, lässt sich, ihr habt es gerade gesehen, super gut jetzt alles nochmal nachstylen. Ist ziemlich lässig. Auswaschen gehe ich jetzt mal stark davon aus, lässt sie sich wieder nur mit der ganzen bisschen Shampoo und dann sollte die rückstandslos raus sein. Nur Wasser wird, wie wahrscheinlich bei den meisten UVBs, wird ein bisschen was rausspülen, aber halt nicht alles, was ja aber auch ganz cool ist, weil ihr dann am nächsten Tag einfach noch weniger Produkt braucht. Duft, der ist im Grunde weg. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich rieche es jetzt, weil ich nochmal komplett mit den Händen durch bin, rieche ich es nochmal ganz leicht an den Händen, finde ich fast ein bisschen schade, der ist nämlich sehr angenehm. Aber insgesamt sind ja so dezentere Düfte auch mal nicht so verkehrt, es muss nicht immer die Duftbombe sein. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt insgesamt echt begeistert von dem Produkt.
von der Clay Fiber Pomade von Brosh. Gefällt mir richtig gut. Jetzt so im Nachhinein, ich bin mal gespannt, wie sie sich dann jetzt noch wirklich den restlichen Tag übersetzt. Aber ich denke mal, das wird keinen sonderlich großen Unterschied mehr machen, außer dass sie vielleicht noch matter werden wird. Aber groß, glaube ich, wird nicht mehr passieren. Cool, ist lässig. Gefällt mir sehr gut. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, falls ihr sie schon getestet habt oder generell, was ihr denn so von den Brosh-Pomaden haltet. Das würde uns nämlich sehr, sehr interessieren. Für alle weiteren Fragen und jegliche Anliegen findet ihr alle unsere Kontaktdaten in der Infobox. Da könnt ihr uns kontaktieren auf so gut wie jedem Weg, den es gibt, außer Fax. Denn das haben wir inzwischen abgeschaltet. So, mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Ciao, servus, euer Max.